Gleich 2 neue Events warten auf uns, außerdem neue Items im Cash-Shop sowie ein neues Speedset und Patch Notes. Und dann fangen wir auch direkt mit den neuen Cash-Shop-Items an. Es gibt jetzt ein Additional Attendance-Ticket für 100 F-Coin und ein Additional oder ein Connection-Ticket für Additional Connection Rewards available. Und dann steht hier noch eher frech dabei: For more information, please check in-game Item Shop. Und da steht halt literally nichts anderes. Also da stehen überhaupt keine Informationen, wie es funktioniert und sonst was. Also irgendwie ein bisschen sinnlos. Ja, Connection Rewards sind halt wahrscheinlich diese 28-Tage-Rewards. Was anderes würde keinen Sinn ergeben, vor allem für den Preis von 1500 F-Coin. Und Additional Attendance Ticket handelt es sich wohl um tatsächlich die täglichen Anmeldungen. Also diese Daily Rewards quasi. Was schon, ja, irgendwie weird ist. Also keine Ahnung, warum man hier sich diese Items ausgedacht hat. Ich denke nicht, dass da wirklich ein Bedarf für bestanden hat, aber interessante Entscheidung auf jeden Fall. Ja, dann haben wir ein neues Snowy CS-Set. Hier bin ich persönlich auch absolut kein Fan von. Wieso lädt das nicht? Hold up. Ist Discord down oder was? Okay. Egal. Es geht jetzt erstmal ums CS-Set. Also ja, ich denke mal, ihr könnt euch schon denken, warum ich kein großer Fan davon bin. Es ist wieder der Hauptkritikpunkt, den ich schon so oft hatte. Die Suits sehen literally alle gleich aus, bis auf die ganz rechts. Ja, also sie sind alle irgendwie weiß mit so einer, ich weiß gar nicht, was es ist, so Verfärbungen so ein bisschen. Und ganz rechts ist es halt wirklich schneeweiß. Also der weiße Teil zumindest mit schwarz. Und dann hast du halt immer nur diese kleinen Abfärbungen. Bei den weiblichen Sets ist es ein bisschen mehr, weil man die ganze Hose sieht. Beziehungsweise die ganze Hose eine andere Farbe hat. Bei den männlichen ist es nicht ganz so krass. Aber ganz ehrlich, also das ist halt kein gutes Speedset. Es ist einfach 6-mal das gleiche im Endeffekt. Es ist richtig langweilig. Und ja, ich kann euch jetzt nicht sagen, warum das bei mir nicht mehr lädt. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir auch die CS-Pads. Und zwar sind das, ja, keine Ahnung, irgendwelche Katzendinger. Keine Ahnung, wie das miteinander zusammenhängt. Aber alles in allem finde ich persönlich ein ziemlich, ja, langweiliges Speedset. Überhaupt keine Variation, wie gesagt. Vor allem bei den männlichen Sets extrem wenig. Und sieht jetzt auch an sich einfach nicht besonders gut aus. Also da haben sie mal wieder deutlich nachgelassen. Gut, und dann kommen wir auch schon zu Event Numero Uno. Das ist ja das, was die meisten Leute wahrscheinlich interessieren dürfte. Und es ist tatsächlich 2024 Valentine's Day Event geworden. Das heißt, sie haben kein New Year Event gemacht, zumindest kein Lunar New Year Event, was sehr überraschend eigentlich ist, weil das in Asien wirklich ein großer Feiertag oder ein großes Ereignis immer ist. Und dazu gar kein Event zu machen, ist schon weird. Ich meine, sie haben natürlich ein New Year Event gemacht, aber das war ja schon vor einem Monat, also war das nicht Lunar New Year. Aber egal, ist nicht so wichtig. Jedenfalls geht das Event 2 Wochen. Und man kann während dem Event ein Item von normalen Monstern droppen, die maximal 10 Level unter oder über euch sein dürfen und sie müssen mindestens Level 20 sein. Ein Valentine's Day Love Letter. Den muss man dann benutzen und dann bekommt man eins von 5 Items, und zwar I Love You, also alle Buchstaben einzeln und das Love ist als Herz ausgedrückt, mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Diese sind tatsächlich nicht seriengebunden, steht zumindest auf der Website. Ich war jetzt noch nicht in-game und habe es noch nicht ausprobiert. Könnte eventuell ein Problem sein, man weiß es nicht. Jedenfalls kann man dann diese verschiedenen, ja, Zettel, Letter sammeln, was auch immer. Und dann kann man die registrieren. Und man braucht quasi immer ist ja irgendwie logisch, jeden Zettel einmal, um ein Set herzustellen. Und wenn man das gemacht hat, bekommt man 10 Punkte. Das heißt, im Endeffekt braucht man jeden einmal, also 5 insgesamt, 5 Event-Items für 10 Punkte. Man kann maximal 200 Punkte bekommen. Das heißt, man braucht insgesamt 20 Mal jeden Letter im Endeffekt. Was gar nicht so viel ist. 100 Event-Items sind es theoretisch. Und je nachdem, wie viele Punkte man bekommt, kann man eben verschiedene Belohnungen sich abholen. Und der Hauptfokus liegt natürlich auf den Belohnungen für 200 Punkte. Wer hätte es gedacht? Hier gibt es nämlich auch einen Unterschied zwischen den verschiedenen Levelbereichen 20 bis 79, der Low-Level-Bereich, dann der Mid-Level-Bereich 80 bis 140 und der High-Level-Bereich 141 plus. Das ist das erste Event, glaube ich, jemals, das 3 Levelbereiche irgendwie mit einbezogen hat. Und das sind halt eben auch die einzigen Boxen, die sich unterscheiden. Bei der High Box hat man X-Product, Pet Random Box und Scroll of Resurrection. Bei der Reward Box A hat man 2 Smating Scroll Boxen, die grundsätzlich weniger wert sind, sagen wir mal so. Auch die Pet Random Box einmal, 2 Resurrection
Und bei der Low Box hat man 2 ES, Amplis, Pet Random Box und 2 Resurrections. Also unterscheiden sich zwar nur in einem Item, aber naja, das ist halt schon nicht schlecht. Ja, und die anderen Boxen sind alle gleich. Grid E, Stat Scroll Select Box, Reward Box C, Flask Select Box, Amplification, Upcut Stone und die schlechteste Belohnungsbox Potion Box, Blinking of Madrigal und Scroll of Multishop. Die Pet Random Box, was ist das? Ja, das ist ein Baby Totemia Pet mit 7 1530 Tagen und die Anzahl der Tage, die richtet sich nach der Wahrscheinlichkeit 50 für 7 Tage, 35 für 15 und 15% für 30 Tage. Ja, und dann gibt es noch so einen Claim-Button, irgendwie, den man halt unbedingt drücken muss, sonst funktioniert das nicht, sonst bekommt man seine Belohnungen nicht. Genau. Aber es ist eigentlich ein ziemlich simples Event. Es geht halt in 2 Wochen, muss man bedenken. Und wird halt wie immer extrem stark davon abhängen, wie viele von diesen Lettern droppt man jetzt tatsächlich. An für sich hört es sich nicht besonders schwierig an, die beste Belohnung zu bekommen. Und die Belohnungen, also zumindest die besten Belohnungen im Mid- und High-Level-Bereich, Products im Endeffekt, sind gut. Aber ja, mal schauen, wie das so mit der Droprate ist. Und halt wie nervig das sein wird, diese verschiedenen Letter zu bekommen. Einziger Vorteil dadurch, dass sie nicht seriengebunden sind, ist natürlich, dass man tauschen kann. Nachteil davon ist halt natürlich, dass das Event komplett totgebottet werden kann. Und das ist schon ein großer Nachteil. Dann haben wir noch ein Dungeon Boss Boost Event. Das ist auch ein interessantes Event, und zwar also das Wochenend-Event von Februar 2., also Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 haben alle Dungeon Boss Monster eine Drop-Raten-Increase von 20%. Das ist schon ganz schön viel. Im Endeffekt einfach ein 20% Drop-Event, aber es geht halt nur für Dungeon-Bosse. Die Frage hier ist halt, zählen da auch Clockworks und Red Meteor? Weil das sind ja auch Dungeon-Bosse, wenn man es ganz genau nimmt. Aber ich persönlich vermute mal, auch mit dem Bild von Oddozip, dass es sich hauptsächlich auf die Instanz-Dungeons bezieht. Vor allem sind das halt die einzigen Dungeons, die man wirklich dauerhaft farmen kann, sage ich mal. Also nahezu unbegrenzt, in Anführungszeichen. Aber ja, so. Wird hier nicht genauer drauf eingegangen. Wurde vielleicht im Discord schon die Frage gestellt. Werden wir dann vielleicht noch erfahren. Genau, und dann haben wir noch das letzte richtige Event. Das ist ein 4-wöchiges Event. Attack of the Snow Clones. Und das ist quasi das zweite richtige Event, das jetzt noch gestartet ist. Also wir haben 2 neue Events, eben 4 Wochen. Während dem Event kann man überall in Madrigal das spezielle Monster Yeti finden. Und ja, die bekommen nur einen Damage pro Hit, geben keine XP, sind halt reine Event-Monster und wer es zuerst angreift, der bekommt den Yeti quasi gut geschrieben. Und dann muss man irgend so eine Box farmen, pipapo, aber letztendlich kommt alles darauf hinaus, dass man so eine Gacha-Box bekommt. Und in dieser Gacha-Box sind halt wieder verschiedene Items drin. Außerdem ist es eine Global Gacha-Box, das heißt, es ist wie bei einem von diesen Events dieser Sorte. Du droppst halt diese Box oder bekommst diese Box, wie auch immer, und teilst die dir mit dem gesamten Server. Das heißt, du musst halt gucken, also es gibt halt jedes Item eine bestimmte Anzahl, eine begrenzte Anzahl mit einer festen Wahrscheinlichkeit zu Beginn. Und wenn ein Item rausgeht, dann ändert sich natürlich die Wahrscheinlichkeit von allen verbliebenen Items. Das heißt, man muss es immer ein bisschen beobachten, gucken, viele Boxen farmen, pipapo. Und da gibt es dann halt, immer mal bessere und schlechtere Chancen auf gewisse Items, je nachdem, was halt schon geprüft wurde und was noch nicht geprüft wurde. Und ja, ist einfach so ein klassisches Mokomochi-Zombie, Pumpkin und jetzt eben Yeti-Event. Da wird sich halt fragen, oder werde ich mich auf jeden Fall fragen, wie oft diese Dinger spawnen. Bei den Santas fand ich ganz gut, die Santas waren relativ häufig zu treffen, aber ich fand immer bei den Mokomochi-Events und auch bei den mit den Kürbissen, mit den Divish, Mr. Pumpkin oder wie die hießen, hatte ich persönlich immer das Problem, dass die halt einfach viel zu selten waren. Und mir das halt persönlich sowieso keinen Spaß macht, aber wenn du dann auch noch rumfliegst, 20 Minuten lang kein einziges Vieh findest, das war dann immer schon richtig ätzend, muss man sagen. Also ich hoffe, da ist zumindest die Spawnrate von den Viechern mal ein bisschen angehoben worden. Aber auch hier letztendlich eigentlich ein ziemliches Standard-Event. Die Belohnungen sind okay, würde ich sagen. Smating Scroll Box gibt es, Amplification, Power-Ups, ja, das übliche Zeug, sage ich mal. Es sind verhältnismäßig wenige Items. Also ich glaube, in den meisten Global Gacha Boxen sind ungefähr doppelt so viele Items. Das ist ein bisschen auffällig. Auch die Gesamtzahl der Items ist gar nicht so ultra hoch. Könnte schon mal ein erstes Indiz dafür sein, dass diese Yetis wohl eher selten sein werden. Aber naja, davon mal noch nicht zu sehr verwirren lassen, beeindrucken lassen, wie auch immer. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Game Version 1.3.5 Patch Notes.
Die sind aber leider mal wieder eher dürftig, und zwar haben wir hier ein Problem. Ich meine, natürlich, jedes Problem, das grundsätzlich gefixt wird, ist natürlich gut, sag ich mal, aber es ist jetzt halt nicht die Welt. Es wurde ein Problem behoben, dass Schilder nicht ohne Protects gesocket werden konnten. Das ist auf jeden Fall gut. Ein Problem mit A Shocking Conclusion. Im Cursed Dungeon Mode gab es irgendwie ein Problem. Fixed an issue where players could access some regions that shouldn't be in Envy Depths. Also die Leute sind irgendwo hin, wo sie nicht hin sollten. Also hat wahrscheinlich eine unsichtbare Wand gefehlt oder so. Eine Beschreibung von einem CS-Pad wurde behoben oder gefixt. Wonderful Dog. Keine Ahnung, welches CS-Pad das ist, ehrlich gesagt. Und dann haben wir noch die Generate Changes. Also das ist vor allem das, was ich eigentlich meinte gerade. Buff Bang Level Requirement will now consider the real level before deleveling or Master Quest. Da frage ich mich ehrlich gesagt, warum zur Hölle ist das wichtig? Weil ganz ehrlich, also ich meine, ganz ehrlich, da hat irgendjemand Master gemacht oder sein Charakter heftig gedelevelt und sich dann beschwert, dass er sich nicht vom Buff Pang buffen lassen kann. Zur Erinnerung, der Buff Pang ist quasi komplett nutzlos, dem seine Buffs sind einfach absoluter Trash. Jeder Level 30er Assist ist besser als der Buff Pang. Und da hat sich anscheinend wirklich jemand darüber beschwert, dass das quasi ein Problem für ihn ist. Und ich denke mir halt, und sowas wird gefixt, are you kidding me? Es gibt halt wesentlich schlimmere Sachen im Game, die sie fixen könnten oder ändern könnten. Ich meine, das ist anscheinend nicht mal ein Bugfix, also anscheinend war das einfach falsch eingestellt oder so, weil es steht hier unter Generate Changes und nicht unter Bugfixes. Aber was zur Hölle einfach? Also dafür haben die Zeit oder was? Willst du mich treuen? Das ist sowas von irrelevant und unwichtig. Die Leveln in Flive Universe ist generell ziemlich dämlich, weil es ist fast überhaupt nicht... Es gibt eigentlich fast kein Szenario, in dem sich die Leveling lohnt. Und als Master dann... Also es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn für mich. Muss ich wirklich sagen. Ja, und das andere ist ein Nerf für Arcane Insight. Das ist einer von diesen neuen Special Skills bei den 150er Sets. Und der war bisher, meine ich, so gemacht, dass quasi... Jedes Mal, wenn ein Skill also Schaden gemacht hat, konnte er triggern, basically. Und jetzt haben sie es geändert, dass er pro Skill-Benutzung triggert. Das war vor allem mit Damage over Time wahrscheinlich ziemlich stark, schätze ich mal. Das war wahrscheinlich das Problem. Also ich meine, ich habe sonst Set selber nicht, deswegen kann ich es gar nicht sagen. Ich denke auch nicht, dass es viele Leute gibt, die dieses Set bisher besitzen. Vielleicht eine Handvoll pro Server, wenn überhaupt. Und ja, das war wohl einfach zu stark, schätze ich mal, wie es vorher funktioniert hat. Und das soll jetzt wohl wahrscheinlich weniger stark sein. Außerdem wurden noch die Übersetzungen für verschiedene Sprachen behoben. Abgedatet wollte ich eigentlich sagen, aber egal. Ja, und das war es auch schon wieder mit den News von heute. Also auf den ersten Blick ist es schon mal cool, dass auf jeden Fall 2 Events gestartet sind, weil wenn nur das Valentine's Day gestartet wäre oder nur das Attack of the Snow Clones, muss ich persönlich sagen, wäre schon etwas dürftig gewesen, weil wir jetzt auch an Weihnachten und so eigentlich immer... Und wenn es nur auch kleine Events waren, aber trotzdem meistens jetzt fast 2 Events zeitgleich hatten. Und wenn diese beiden Events nicht direkt was miteinander zu tun haben, finde ich das eigentlich auch gut, wenn 2 zeitgleich laufen. Weil dann kann jeder Spieler selbst entscheiden, okay, mache ich lieber das Event oder mache ich lieber das Event. Ist immer gut, wenn man immer Auswahlmöglichkeit hat und nicht gezwungen wird, dies und jenes zu tun, wenn man das vielleicht gar nicht unbedingt favorisiert tun möchte. Ich meine, natürlich, man kann immer sagen, ja, kein Bock auf das Event, ich mach's nicht. Keine Frage. Aber grundsätzlich ist eine Auswahlmöglichkeit immer besser. Außerdem noch mehr Belohnungen etc. Und dann ist einfach immer mehr los. Also das ist auf jeden Fall grundsätzlich gut. Dann noch gemischt mit dem Wochenend-Event, das auch mal ausnahmsweise wirklich ein gutes Event ist. Oder was heißt ein gutes Event? Aber ich meine, 20% mehr Droprate ist bei Flive Universe extrem selten. Das heißt, das sollte man tatsächlich ausnahmsweise wirklich nutzen. Wobei ich hier auch wieder sagen muss, ganz ehrlich, macht halt einfach ein normales 20% Droprate-Event. Aber naja, was soll's. It is what it is. Die Droprate und so spielt natürlich eine Rolle. Die Mobdichte, oder was heißt die Mobdichte? Mobdichte wird es bei den Yetis keine geben, aber die Spawnrate von den Yetis, die Droprate von den Valentine's Quest Items, das alles müssen wir jetzt natürlich noch herausfinden. Wird sich über die nächsten paar Tage ein bisschen rauskristallisieren, ob gut oder schlecht das Ganze. Ist am ersten Tag sowieso immer grundsätzlich schwierig zu beurteilen. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung zum neuen CS-Set in den Kommentaren da, was ihr von den Events haltet. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video oder Stream wieder. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao, ciao.